Wir brauchen Okay. eine Intro-Melodie. Ja, das mache ich. So. Okay. Also ich bin Daniel von Blocklos.de und ich habe gerade POGA getestet. Also für ein Alpha-Kit fand ich das schon ziemlich gut. Also ich fand es überraschend, dass es gar nicht so lange gebraucht hat, um es anzuziehen. Wir haben ungefähr 3 bis 5 Minuten subjektiv gebraucht. Ich hätte erwartet, dass wir da bestimmt, weiß nicht, vielleicht 10 sitzen, dass wir am Ende die Sensoren noch nicht richtig sind, dass man das vielleicht noch ein paar Zentimeter bewegen muss, damit das am Ende alles genau auskalibriert ist und so. Auch das Kalibrieren der Sensoren war ziemlich einfach. Ich musste einfach so eine Pose annehmen und dann wurde alles automatisch eingestellt. Also es war auch kein Problem, es war mehr oder weniger Plug and Play. Allerdings war es eher so Plug and Play, weil es so viele Kabel waren. Was mich ein wenig gestört hat, ist, dass das Rift halt noch nicht kabellos war und ich deswegen mich nicht frei drehen konnte, obwohl das halt auch getrackt wurde, wenn ich mich gedreht habe. Allerdings, sobald ich mich einmal komplett umgedreht hatte, musste ich mich dann auch wieder zurückdrehen, ansonsten hätte ich halt den ganzen Computer sehr wahrscheinlich runtergerissen. Das hat mich ein klein wenig gestört, aber insgesamt war die Immersion ziemlich stark, also ich habe mich fast wie vor Ort gefühlt. Ich hatte jetzt leider keine Kopfhörer auf und was mir auch sehr gefehlt hat, ist halt quasi schon ein Rückstoß der Waffe, dadurch, dass es so immersiv war, habe ich dann mit der Pistole geschossen. Ich hatte kurz vorher den No Void Falcon ausprobiert, der ja quasi einen Rückstoß in die Hand simuliert. Und dann habe ich beim Schießen der Waffe dann schon den Rückstoß quasi vermisst. Die Fernkampfwaffen, also die Schusswaffen, die haben mir ziemlich gut gefallen, auch ohne den fehlenden Rückstoß. Bei den Nahkampfwaffen hatte ich das Gefühl, dass sie ein klein wenig verzögert sind, dass sie es ein bisschen nachzieht. Da fehlte dann natürlich auch ein wenig das Feedback, wenn man dann einen Gegner getroffen hat. Aber das hat mich nicht ganz so gestört wie bei den Fernkampfwaffen, weil ich gar kein Feedback erwartet habe. Diese Technik hat auf jeden Fall Zukunft, generell diese Tracking-Technologie. Ob es jetzt genau POGA sein wird, kann ich nicht sagen. Das hängt halt stark von den Entwicklern ab. Die Technologie ist auf jeden Fall ziemlich gut und sie macht Spaß. Allerdings ist sie relativ teuer und man muss halt die Entwickler dazu kriegen, es zu unterstützen. Sowas wie die Steamworks API helfen da sicherlich. Das ist ja dieser abstrakte Layer, den Valve anbietet, sodass die Entwickler quasi nur ihre API einbinden und dann kümmert sich die API darum, dass das mit PyOGA und Step-System und sowas läuft. Wenn das gut funktioniert, dann sehe ich auf jeden Fall eine Chance für PyOGA, aber generell so im Konsumentenbereich glaube ich, dass es ein wenig zu teuer ist. Man braucht einfach auch extrem viel Platz dafür und man braucht am besten auch jemanden, der daneben steht und es beaufsichtigt, bevor man nicht aus Versehen die gute Vase, die auf dem Tisch steht, umhaut. Wir haben extra Platz geschaffen, dass ich genug Platz habe, mich zu bewegen und trotzdem habe ich im Endeffekt fast getroffen. Auch das mit dem sich verdrehen ist im Moment halt ziemlich schwierig. Da braucht man auch jemanden, der aufpasst, weil man kriegt das selbst gar nicht mit, dass man sich jetzt gerade einmal um die eigene Achse gedreht hat. Man spielt es einfach, super Spaß, man ist da drin und dann vergisst man sowas einfach. Also für den im Heimanwenderbereich sehe ich das im Moment noch nicht, vielleicht in ein paar Jahren. Also es ist schwierig. Es gibt ja die kleinere Version, die quasi mit dem Oberkörper trackt. Die sehe ich wiederum eher dann wieder im Konsumentenbereich, dadurch, dass man das zum Beispiel auch im Sitzen benutzen kann, weil ich glaube, die Zukunft von VR ist erstmal im Sitzen, dadurch, dass das halt ein bisschen mehr casual ist und mehr Leute sich dafür begeistern können.